Aus dem Nichts hat Valve eine überarbeitete Version ihres Steam Decks angekündigt. Durch die Revision erhält der Handheld unter anderem ein neues HDR-fähiges OLED-Display und eine deutlich bessere Akkulaufzeit. Interessiert? Dann ab zu den Details. Das Steam Deck von Valve ist der einzige relevante Konkurrent zur Nintendo Switch-Konsole, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Und nun verwundert es nicht, da Valve nach zig Versuchen endlich eine eigene Hardware am Markt hat, die sich in relevanten Stückzahlen verkauft, diese mit einer neuen Revision auf den Markt zu werfen. Ein kleines bisschen verwundert es dann aber schon, beteuerte man doch noch im September bis 2025 keine neue Konsole veröffentlichen zu wollen, aber gut, streng genommen ist es keine neue Konsole. Das neue Steam Deck bietet mit 7,4 Zoll bzw. 18,8 cm ein etwas größeres Display, welches deutlich heller daherkommen soll und daher besser im Außenbereich nutzbar ist. Hinzu kommen dank OLED-Technologie sattere Farben, die 110% des DCI-P3-Farbrahmens abdecken können, HDR und 90 Hz. Die vorherige Version musste sich hier noch ohne HDR mit 60 Hz begnügen. Auch hinter dem Display hat sich was getan, so wurde auch beim Touchpanel nachgebessert, welches nur mit 180 Hz Poolingrate daherkommt. Die neue CPU ist zwar nicht wesentlich leistungsfähiger, verbraucht aber dank geschrumpfter Fertigung von 7 auf 6 Nanometer weniger Strom und kommt nun mit einer Speicherbreite von 6400 MTs um die Ecke, die alte Version hatte hier nur 5500. Neben der sparsameren CPU bekommt das neue Steam Deck auch einen stärkeren Akku ins Gehäuse verbaut, der nun von 40 auf 50 Wattstunden anwächst. Beides zusammen soll es dann die Laufzeit bis zum nächsten Ladezyklus um etwa 50% verlängern, was laut Valve je nach Spiel etwa 3 bis 12 Stunden entspricht. Auch hier der Vergleich, das erste Steam Deck hielt ca. 2 bis 8 Stunden durch. Unter der Haube arbeitet nun auch ein größerer Lüfter für die Abwärme, der durch seine Größe langsamer drehen kann und so effektiv leiser sein soll. Für die Daumen wiederum wurden die Thumbsticks angepasst, die nun 1 mm höher herausstehen und einen breiteren Kopf bieten, der eine leichte Wölbung nach innen mit glatterer Oberfläche aufweist. Die darunterliegenden Trackpads sollen dank kompletter Neugestaltung empfindlicher sein und die Erkennung von Eingaben an den Rändern verbessern. Das neue Steam Deck kommt dabei in 2 Versionen auf den Markt, die sich aber lediglich in ihrem internen Speicherplatz unterscheiden. So dürft ihr für die 512 GB Version 569 € auf den Tisch knallen oder für die größere 1 TB Version mit 679 Scheinen wedeln. Sollte mal was kaputt gehen, lässt sich das neue Steam Deck durch simple Torx-Schrauben öffnen, was auch den theoretischen Austausch des Displays problemloser machen soll, wenn euch das Ding mal unsanft runtergefallen ist. Hingegen ändert sich an der Auflösung nichts, die weiterhin mit 1280 x 800 Pixeln rumkrebst, genau wie bei der Performance in Spielen allgemein, die absolut identisch geblieben ist. Wann das Steam Deck genau erscheint, ist nicht ganz klar, vorbestellen könnt ihr es aber bereits ab dem 16. November auf Steam. Ach ja, wer Bock drauf hat und dem das zu teuer ist, der könnte eventuell auch mit den alten Modellen glücklich werden, die in diesem Zuge im Preis gesenkt wurden. So soll die LCD-Version mit 64 GB Speicher nur noch 369 € kosten, die 256 GB Version 419 € und die 512 GB Version 469 €.